Kennst du das Gefühl, mit deinen Ideen immer zu früh dran zu sein? Vielleicht, weil du dafür seltsame Blicke geerntet hast. Ich kenne dieses Gefühl sehr, sehr gut. In diesem Video erfährst du, warum sie alle falsch gelegen haben mit ihren Zweifeln. Denn wenn du mit deinen Ideen früh dran warst, dann ist das eine große Stärke. Ich erzähle dir jetzt gleich, warum. Ich habe 2001 in Düsseldorf ein Zentrum für Entspannung und Körperarbeit eröffnet. Und dieses Zentrum basierte auf Achtsamkeit und energetischen Methoden. Und ich war sehr, sehr früh dran mit diesem Thema in Düsseldorf. In Köln wäre das kein Thema gewesen, da gab es schon einige andere Zentren, aber in Düsseldorf kam das Interesse sehr verhalten. Ich habe diese Tatsache echt unterschätzt, weil ich gedacht habe, das geht leichter mit dem Kundengewinn zu dieser Zeit. Es war leider nicht so und es gab noch andere Gründe, aber diese Idee ist gescheitert. Ich musste also irgendwann 4 Jahre später dieses Zentrum wieder schließen und das hat natürlich sehr wehgetan. Es ist aber so, dass diese Idee immer noch da ist oder vielmehr genau genommen die Vision, die damit verbunden war. Ich habe die damals nur nicht wirklich richtig spüren können, ganz empfangen können. Damit komme ich zum Thema, denn echte Visionäre oder Pioniere kommen immer zu früh. Ja, sie spüren Trends im kollektiven Feld und gehen voran und scheitern. Keiner versteht sie, ne? Das macht sie sehr einsam und genau hier in dieser Einsamkeit beginnen sie zu verstehen, dringen sie tiefer in diese ganze Idee ein, reiben sie sich an diesem Sandkorn im Getriebe. Ja? Das heißt, dass sie anfangen, das tiefer auszuarbeiten. Denn nicht nur die Gesellschaft braucht Zeit, um diese Idee zu verstehen, sondern auch sie selbst. Auch wenn sie diese Idee empfangen aus dem kollektiven Feld. Das, was sie empfangen, ist in der Regel ein Bedürfnis, ja, oder zwei Worte. Ja, wie zum Beispiel bei mir war das so, das war nur ein Bild. Ich habe nur ein Bild gesehen und dieses Bild musste ich dann irgendwie, da musste ich mit weitermachen. Heute ist dieses Bild sehr, sehr klar und ganz anders als diese Idee, die ich umgesetzt habe. Und deswegen ist das so wichtig, dass du deine Idee, also diese tiefste Idee, diese Vision, warum du hier bist, dass du die wirklich selbst ganz verstanden hast. Denn in dem Moment, in dem du selbst deine tiefste Idee wirklich verstanden hast, passiert Folgendes. Aus dem "Das wird doch nichts", was die Leute sagen, wird plötzlich ein "Wie hast du das gewusst?" Ja, sie kommen zu dir und fragen. Und plötzlich wird auch erkannt, was da für eine, ich sage immer, Musik drin steckt. Die eigene Klarheit wird zur stärksten Resonanz. Stell dir das so vor, dass du zu einer Sendestation wirst, wie im Radio, ja? Dass du deinen Sender plötzlich ganz klar von 98,8 auf 104,8 stellst und kannst plötzlich ganz klar die Musik empfangen, die du liebst. Und so ähnlich geht das deinen Kunden auch, wenn du ganz klar bist mit dem, was du aussendest, mit der Frequenz, die du sendest. Und jetzt im Moment, also in dieser ganzen Transformation, darfst du erkennen, deine Idee wollte nur tiefere Wurzeln graben. Sie wollte vollständig erinnert werden. Sie war sich selbst zu wertvoll zu scheitern. Deswegen hat sie sich bewahrt. Sie wollte, dass du erst, oder wir, dass wir es heranreifen mit dieser Idee und wirklich auch das stehen können, was daraus werden soll. Ja, das ist ein ganz neuer Blick darauf. Wenn du jetzt die anderen Ideen siehst, die da zuvor gewesen sind, die sind kleine Brücken oder sind Wegbereiter, die dieser Idee den Boden bereitet haben, damit sie dorthin kommt, wo sie hin möchte. Deine Zeit des Wartens ist also jetzt vorbei. Jetzt wirst du energetisch unterstützt, deinen Ruf ganz zu erinnern.
Wenn du jetzt noch nicht genau weißt, was das werden soll, was du da in dir spürst, das ist nicht schlimm. Du bekommst jetzt den Rückenwind, den du brauchst, um deine wahre Frequenz vollständig zu erinnern und dann auch zu verkörpern. Wenn du wissen willst, wie du das machst, dann bleib einfach dran hier auf diesem Kanal. Ich bin Claudia Heipertz. Ich begleite Menschen dabei, aus ihrer Frequenz heraus sichtbar zu werden, mit Projekten, die echt klar und tragfähig sind. Nicht als Beraterin oder Coach, sondern als Resonanzraum für Visionen, die erinnert nicht gemacht werden wollen.